Nicht wundern, NVIDIA hat Musik. Ja. Und wir gehen direkt rein, weil in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, NVIDIA Event. Go! Minecraft haben die direkt vorgestellt. Wir stellen die gerade vor. Neue Maps. Dann sehe ich ein anderes Spiel, was auch keine Ahnung wie. Fortnite stellen die vor mit einer neuen Map. Dann COD stellen die gerade vor, dass Youngblood. Wolfenstein Youngblood. Was stellen die noch? Irgendein komisches Spiel, was ich nicht kenne. Japanisches Spiel. Spiele gegen Waytracing. Und das stellen die gerade viel gut. Watch Dogs, Meeting, was ich immer noch nicht angefangen habe. Cyberpunk habe ich nicht. Der ist cool. Habe ich aber noch nie gespielt. GeForce RT. Hi everyone, thanks for joining us today. 2020 was an extremely tough year with no end of challenges. Millions of people tuned into gaming to play, create, and connect with one another. Steam saw the number of concurrent users increase by 40% over the previous year and more than double since 2018. Discord connected gamers with over 4 billion minutes of conversation and monthly active users reaching 140 million. That's nearly 3 times as many as 2 years ago. Together, we watched over 100 billion hours of gaming content on YouTube. That's twice as much as 2018. And with physical sports largely on the sidelines, esports has attracted legions of new fans. Viewership is nearly 500 million people globally, up 100 million from 2018, with another 150 million viewers expected over the next 3 years. More than ever, gaming has become an integral part of our lives. 2 years ago, we introduced a breakthrough in graphics, real-time ray tracing, and AI-based DLSS. We called it RTX. Together with Microsoft and top developers and game engines, we set off to bring the visual realism of movies to fully interactive gaming. The momentum is unstoppable, as consoles and the rest of the ecosystem are now on board. Ray tracing is the new standard. Last fall, hot out of Jensen's oven, we launched our second generation RTX, the GeForce RTX 30 series, Ampere architecture for gamers, and our biggest generational leap ever. Ampere features dedicated RT cores to accelerate ray tracing, tensor cores for the performance boosting DLSS, and new streaming multiprocessors, together delivering twice the performance of our prior generation. And our ultimate play is more than just beautiful graphics. We introduced low latency NVIDIA Reflex, so competitive gamers could be their best. And NVIDIA Broadcast, an AI-powered app that turns any room into a home broadcast studio. Over the past 4 months, we've launched 4 new Ampere-powered graphics cards. From the ultimate BF GPU, the GeForce RTX 3090, priced at $1499, to the $399 RTX 3060 Ti. Ampere has been our fastest selling architecture ever, selling almost twice as much as our prior generation. We know these products have been hard to find. I want to thank you for your patience as we continue to work hard to catch up. Last CES, we brought GeForce Gaming to the cloud. GeForce now allows gamers to play their favorite PC games with RT and DLSS on from almost any device. Windows laptops, Macs, Chromebooks, Android and iOS devices, and TVs, billions in total. GeForce now connects you to your favorite PC game stores like Steam, Epic, Ubisoft, and GOG, and free-to-play games like Fortnite, Apex, and League of Legends. In all, over 800 PC games have been onboarded
from 300 publishers, including 80 free-to-play games. With 6 million registered users, supported by our 25 global data centers, we streamed 200 million hours of gameplay in 2020. We hosted exclusive demos for the annual Game Awards show and streamed Cyberpunk 2077 to GFN gamers the day of launch. Your new life starts now. RTX technology has set a whole new standard in gaming. From amazing indie games like Pumpkin Jack to the fastest selling PC game of all time, Cyberpunk 2077. In fact, 36 games are now powered by RTX, including the #1 Battle Royale game, the #1 RPG, the #1 MMO, and the #1 best-selling game of all time, Minecraft. And the list continues to grow. DLSS enables the great ray tracing experience in these games by delivering a big performance boost with awesome image quality. Let's take a look. Durch DLSS Frames nochmal besser. Dann könnt ihr nämlich das 100 FPS haben. Dann könnt ihr zum Beispiel bei Cyberpunk 77 könnte ich das 100 today we are announcing more FPS, games that 200 support FPS. RTX. Call of Duty is the most successful FPS franchise ever. Starting with COD Modern Warfare in 2019 and then Black Ops Cold War, we've worked with Activision to bring ray tracing to the series. Call of Duty Warzone, the franchise's free-to-play battle royale, has over 85 million gamers. Building on our partnership with Activision, Warzone is adopting DLSS. Coming soon, every RTX gamer will see a boost in performance and competitiveness. Over the years, we have worked closely with Square Enix, including the world-famous Final Fantasy and Tomb Raider series. Today, we would like to announce our latest partnership. We are bringing DLSS to Outriders, a brand new IP from Square Enix, developed by People Can Fly, the creators of Bulletstorm. Outriders is a multiplayer co-op shooter set in an original sci-fi universe. Welcome to Enoch. Here, if you plan on surviving, you need to rewire your brain for aggression. The scared hide, and the hesitant die. You are neither. You are the aggressor. You are the threat. You are Outriders. So, und jetzt kann ich mich auch konzentrieren. Go. Streamen wir mal richtig. Five Nights at Freddy's, the horror-themed indie hit, grew to become a massive popular franchise with over 30 million downloads and 30 billion YouTube views. Today we are announcing with developer Steel Wolf Studios that the latest chapter, Five Nights at Freddy's Security Breach, will feature RTX ray tracing and DLSS. You can expect a new level of immersion into Freddy's unique and frightening world. Five Nights at Freddy's Security Breach is coming later this year. Here's a look at game footage our friends at Steel Wolf put Und wenn ihr together. DLSS anmacht, in der perfekten Variante, habt ihr 100 FPS trotzdem noch. Außer wenn ihr noch streamt, dann habt ihr trotzdem nur gut 60 FPS. Aber trotzdem mit DLSS. Let's get you home. Und natürlich Ray Tracing. And put you to bed. Und deswegen, ihr müsst verstehen, ich bin ja einer, der ein bisschen Ahnung hat von dieser Technikwelt. Und ergo, ich kann euch so vieles erzählen, was
bedeutet, wenn Raytracing in Games da ist. Und deswegen, ich hoffe ja, dass Fortnite, oder dass ich bald auch mal eine RTX-Grafikkarte kriege und dann ich so richtig Gaming machen kann. Das ist nur der Anfang. Das alles. Ist nur der Anfang für Raytracing. Aber es wird bald einfach nur noch der geilste RTX-Sachen sein. Und ich empfehle jeden auch, statt eine, oder wer sich halt updaten will, holt euch eine RTX. Weil DLSS und Raytracing machen natürlich das Spiel schöner. Raytracing und DLSS macht das Spiel noch flüssiger. Das ist die offizielle Sache. Wie zum Beispiel so ein Game, was eigentlich kaum Leistung hat, kriegt ihr dann statt nur 30 FPS, kriegt ihr auf einmal 60 FPS. Und das nur durch künstliche Intelligenz, auch genannt DLSS. Und das ist schon krass, was DLSS alles so schafft. Das ist natürlich meine Kamera ausgegangen. Sehr klar. Alle, die keine so richtige Ahnung haben von was ich gerade sage, ja, es ist gerade langweilig, das Thema, weil es so eindeutig ist, aber es ist spannend. Es kann spannend sein. Und das Spiel kann zum Beispiel auch Raytracing. Ich kenne das Spiel nicht, deswegen relativ egal. Mal gucken, ob der noch was sagt jetzt. Gucken wir mal weiter. Weil der sagt gerade auch, Fortnite alle 100 Spiele-Modus kriegt jetzt Raytracing und so weiter fort. From mouse click to display, Reflex has been a big hit among developers. So, welche Spiele habe ich davon? Ich kenne das Spiel. Haben wir schon mal zusammen gezockt. Ich will keine Sachen hören. Das Spiel habe ich schon mal was gehört. Das Spiel habe ich was gehört. Das Spiel habe ich was gehört. Habe ich aber noch nicht einmal angespielt. Und sonst habe ich nichts davon angespielt. Und das ist krass. Und deswegen, alleine für das Game habe ich schon ganz gerne Bock auf Raytracing. For real. Since the introduction in September, a dozen games have added support. Und das wird alles im September, oder es war alles im September so ein bisschen halt auch gepusht extra mit Raytracing. Und das ist schon krass. Today we are excited to announce that Rainbow Six Siege and Overwatch are adopting. Die beiden kriegen jetzt auch Raytracing und DLSS. Allein, egal ob ihr Raytracing anmacht, sobald ihr DLSS anhabt, ist es wiederum perfekt. Dann kriegt ihr schon wieder 100 FPS mehr und könnt vielleicht in Overwatch vielleicht sogar 2-3 Kills mehr machen. Oder in Rainbow Six. Könnt ihr 3-4 Kills einfach so machen. Und das ist schon krass. In Gaming bin ich auf jeden Fall drin. Now, 7 of the top 10 competitive shooters support the technology. We also wanted to give gamers a way to accurately measure system latency. In September, we announced 4 360 Hz G-Sync esports displays that feature an innovative tool, the Reflex Latency Analyzer. The latency analyzer to an esports gamer what a heart rate plus monitor is to a runner, a DLSS critical tool for measuring und system health and natürlich performance. Raytracing With hardware ermöglicht built das, into the dass display, man it innerhalb measures 2 full Sekunden click-to-display latency. ja, Today einen we are Klick announcing auch 5 new beim G-Sync gaming PC hat. monitors Und das from ist schon Acer, krass. AOC and Asus. Asus All kann das zum featuring Beispiel, Reflex Latency Analyzer. These Asus, panels expand the wieder ein Reflex Asus ecosystem Bildschirm mit to include 240 1440p FPS. resolution and Und ich bin mir am 34-inch überlegen, ultra ob ich mir nicht einen The heart of the 4K-Monitor GeForce hole gaming platform is our family of mit GPUs, ein and paar the 60 class is our most popular. Frames mehr.
Und The der letzte affordable price Monitor war point is schon designed to interessant. bring 32 performance Zoll and features of Monitor, our latest bright, architecture to every gamer. bright, mit For G-Sync. example, the Interessant. GTX 1060 was one Kann of ich our mir most vorstellen. successful GPUs we ever built. Was? The GTX 1060 delivered a great generational leap in performance. It could power all the latest games at 1080p, 60 frames per second. Was? But new games bring bigger worlds and cinematic graphics that demand more of the GPU. Was? Meine This is Grafikkarte evident in the unterstützt latest das nicht. sequels to these AAA games, where the GTX 1060 struggles to keep up. For instance, gamers were playing Watch Dogs 2 with high settings at 60 frames per second. But with Watch Dogs Und dann Legion, ist released einer- last October, Einer der they only get aktuelleren. 24 frames per second. Meiner ist ja And an even eine... bigger change is underway. Turn on That's ray right. tracing, and these games become unplayable on the 1060. Und dann ist das Wichtigste, With dass man 90% of the installed base on 0,0 GTX, Latenz now is the hat. perfect time to deliver an RTX for Und every deswegen soll man game. ja eine RTX... Let me introduce the new Grafikkarte. GeForce RTX 3060, which brings the power of Ampere, our second generation RTX architecture, to every gamer. Twice the raster performance of Alleine the nur mit der 1060 and 10 3060. times the ray tracing performance. The RTX Die 3060 powers the 1060 latest ist games halt so with gesehen eine RTX on at ja, 60 frames per Vergleich second. gewesen. Rainbow Six und 3060 ermöglicht alles. The RTX 3060 is a powerful GPU. It has 13 shader teraflops, 25 RT teraflops for ray tracing, and 101 tensor teraflops to power Was? DLSS. It has 12 gigabytes of G6 memory and starts at just $329. The RTX 3060 will be available worldwide in late February. Stopp mal, dieser Preis können wir direkt sagen, nee, wird am Endeffekt nicht so sein, weil wir sind in der Corona-Krise, das wissen die, glaube ich, auch, und da können wir dann sagen, okay, 200 Euro teurer, können wir das schon rechnen. Alles. was Amazing wir- gaming doesn't end. Vielleicht 100 Euro teurer, mal gucken, aber es wird nicht bei diesem Preis bleiben, das können wir vergessen. At the desktop. Laptops are the fastest growing gaming platform, increasing 7 times in 7 years. There are 50 million gaming laptops, which power In 7 Jahren gibt es 50 Millionen GeForce Laptops Games oder Gaming Laptops. Das wird krass einfach nur, weil in 7 Jahren kann wieder andere Games werden, die noch krasser sind. Ich tue leider die Zahl 7 verstecken, aber ihr müsst bedenken, kann ich das doch noch? Ja, hier, die 7, die da ist, das ist schon krass. In 7 Jahren werden 50% der Menschen einfach eine scheiß Grafikkarte in ihrem Laptop haben. Das ist schon krass. Und das müssen wir uns realisieren. powered over 14 billion Hammer. gaming hours last year. And the power of these laptops has inspired gamers to Natürlich werde ich immer noch in 7 Jahren auch viele noch mit keiner Raytracing oder kein Grafikkarte, aber dafür mit AMD Grafikkarten sein. AMD macht ja aktuell auch sehr guten Scheiß. Aber natürlich NVIDIA Gruppe bleiben natürlich bei NVIDIA auch. Ist nun mal so. find new ways to play. In console mode, connected to a big screen Guck TV, mal, der hat einen fucking großen Fernseher, spielt darauf Fortnite und hat eine einfache Tablet einfach so dahingelegt, was nichts kann. Aber was eine Grafikkarte drin hat, das ist schon krass am Endeffekt. Das ist wirklich krass. using a controller
or driving an ultra-wide monitor with a keyboard and mouse. These high-performance machines also meet the needs of 45 million creators and everyone working and studying from home. Today we are announcing a new generation of Ampere-powered laptops with second-generation RTX and third-generation Max-Q technologies, delivering twice the power efficiency of previous generations. Alter. No. Wir sind in den nächsten Level, so gesehen, von den Grafikkarten. Von High-End-Grafikkarten in Laptops. Das ist krass. Technologies, delivering So gesehen, twice the die dritte Generation sind wir bei Max-Q und bei RTX sind wir bei der zweiten Generation. Das ist schon krass. Und danke für die 2 Bits. Yeah! Und das ist schon krass. power efficiency of previous generations. Nowhere does efficiency matter more than in the extremely power-constrained environment of a modern gaming laptop. So 4 years ago, we introduced So ein alter... Max-Q. Ja, so ein alter Computer. Max-Q is a system design approach that delivers. Und das ist schon krass. Es wird dünner, es wird leistungsfähiger, es wird ein größeres Bildschirm natürlich geben, was auch cool ist. So ist es nicht. Randlose Laptops I like. Nicht I like, weil am Endeffekt die Leute, die das am Endeffekt auseinanderbauen müssen, die haben das dann am meisten Arbeit am Endeffekt. Kleiner Tipp, NVIDIA. Wir Techniker, wir müssen das dann auseinanderbauen, reparieren. Das ist schon krass. High performance in thin and light gaming laptops. It has fundamentally changed how laptops are built. Every aspect, the CPU, GPU, software, PCB design, power delivery, thermals, are optimized for power and performance. Our third generation Max-Q technologies use AI. Max-Q tut alleine auch DLSS mit sich bringen, was halt cool ist, und tut halt Raytracing nochmal ein bisschen mehr sagen, aber auch zeigen. Das ist schon krass. AI and new system optimizations to make high-performance gaming laptops faster and better than ever. Traditionally, gaming laptops set the power for the CPU and GPU. Yet games and creative apps are dynamic, and demands on the system change from frame to frame. Today we are introducing Dynamic Boost 2.0, which for the first time uses AI to shift power between the CPU, GPU, and now GPU memory. Das Gute dabei ist, man braucht halt keine High-End CPU mehr. Das hat er nämlich gerade gesprochen. Man braucht keine High-End CPU. Es reicht eine fucking sehr gute Grafikkarte und schon reicht das. Die Grafikkarte macht es aus. Dann. Und das ist schon krass. Die CPU kann noch mal so schlecht sein. Ich sag mal 5 Jahre älter. Aber wenn die Grafikkarte, die aktuellste Grafikkarte da ist, dann auch, dann ist es dem Computer scheißegal. Dann tut er jetzt so ein bisschen auch zusammenarbeiten mit der Grafikkarte. Und das ist schon krass. Determining where it is needed most. The AI networks in Dynamic Boost 2.0 manage power on a per frame basis, so your laptop is constantly optimizing for maximum performance. The result is a larger performance boost than ever before. We are also introducing Whisper Mode 2.0, delivering a new level of acoustic control for gaming laptops. Whisper Mode has been re-engineered from the ground up and is custom built into each laptop at a system level. You pick your desired acoustics, and Whisper Mode 2.0's AI-powered algorithms manage the CPU, GPU, system temperature. Die Luft wird zur CPU rausgepustet und das kühlt halt am Endeffekt die CPU auch sehr viel und die Grafikkarte auch. Und das ist schon krass. And fan speeds to deliver great acoustics at the best possible performance. Next, we are introducing Resizable Bar, which leverages the advanced capabilities of PCI Express to boost gaming performance. Games use GPU memory for textures,
shaders, and geometry constantly updating as the player moves through the world. Today, only part of the GPU's memory can be accessed at any one time by the CPU, requiring many memory updates. With resizable bar, the game can access the entire GPU memory, allowing for multiple updates at the same time, improving performance. Finally, DLSS is a breakthrough for gaming laptops. It uses AI and RTX tensor cores to deliver up to 2x the performance in the same power. A GPU needs to calculate almost 4 million pixels in the same power. A GPU needs to calculate almost 4 million pixels for a single 1440p frame. DLSS requires only a fraction of the pixels, which improves efficiency and increases performance. It also delivers more battery life when you are gaming on the go. Einfach nur mit DLSS. Max-Q has reinvented the gaming laptop. 4 years ago, the fastest laptops in the world were powered by a GTX 1080. Averaged 40 millimeters thick and weighed over 9 pounds. After 4 years of innovation, Max-Q Gen 3 laptops are half the size, half the weight, and deliver up to 10 times the performance. More gamers are choosing to play on laptops. And with 95% of the installed base below the performance of the latest consoles, it's time to introduce a new generation. The RTX 3060 laptop is faster than anything on the market today, including the $2,500 RTX 20. Alleine so eine GeForce RTX 3060 von Lenovo, oder? Ja, Lenovo kann Fortnite oder der Bildschirm kann 90 FPS Ultra 180p oder 1920 x 1080p. Und das ist sogar ein bisschen besser wie die PS5. Und das ist krass. Hier, da hinten seht ihr nochmal den Namen, wie der Laptop heißt. Guten Tag erstmal, ihr zwei Zuschauer. Wir gucken uns das NVIDIA Live-Event an. Und danach gehen wir noch hier rüber. Wird lustig. Das ist nicht mal aktualisiert. Doch. Okay. Fangen die früher an? Ja, moin. Ja, Leute. Weiter. 2080 Super. It's 30% faster than the PlayStation 5 and delivers 90 frames per second on the latest games at ultra settings 1080p. The RTX 3060 laptop. Nur für 1000 Euro kriegt ihr schon so einen coolen PC. Das ist schon krass. Start at just $999. Gamers know that 1440p displays with twice the pixels of 1080p provide the perfect mix of high-fidelity graphics and great performance. Yet they are missing on laptops. For years, we've been working behind the scenes with display manufacturers and OEMs. Now, for the first time, 1440p displays will be widely available. Introducing the GeForce RTX 3070 laptop, a 1440p. Ein Asus Laptop ist das jetzt. Und der hat natürlich 1440p, hat eine 3070 drin, ist sogar 1, ich lese das gleich vor, ist sogar 1,5% schneller wie eine 2070, hat natürlich 90 FPS, Ultra, 140p. Und bist du ein Mensch? Ja, bin ich. Der Ton ist so laut und ich verstehe kein Englisch. Ja, ich weiß, ich verstehe auch kein Englisch und doch, kannst du.
Naja, es ist hoch genug, sonst ist es zu laut. Müsst ihr so bedenken. Also ihr wollt die Ohren geplatzt haben. Habe ich das verstanden? Ha. Habe ich nicht auf Enter gedrückt? Ihr kriegt die Ohren geplatzt. Ah, okay, geht nicht. Gut. Geht nicht. Ah. Gut. Das geht? Geht. Ha! Na, habt ihr kein Gehör mehr? Na? Habt ihr kein Gehör? Nee, ich übersteuere. Das kann ich nicht machen. Wir machen mal auf 5. Aber mehr auch nicht. Ich bin 20. Und mir geht's natürlich gut. Und natürlich auch, hey, yo. Wow. Erlauben. %5 ist eigentlich okay. Da übersteuere ich nicht. Ich sehe es ja im Endeffekt im Schnitt. Müsste so bedenken. Nein, nur manche. Die Twitch nicht versteht, so gesehen. Ich sag allgemein. Naja, nicht viele Games. Okay. Und ist mir doch egal. Und wenn. Und wenn, ist mir egal. Ja. Nein, habe ich nicht. Und Leute, bevor ihr weiter nervt, viel Spaß, Emote only. Und danke nochmal an einen neuen Follower. Kommt Sound oder kommt TP, mach mal. Irgendwie ist Tippi tot. Ja, machen wir weiter. P gaming beast. It's 50% faster than the RTX 2070 and delivers 90 frames per second with ultra settings at 1440p. RTX 3070 laptops start at $1299. Finally, our flagship GeForce RTX 3080 laptop. With up to 16 gigabytes of G6 memory, it is a world's fastest laptop for gamers and creators. Der kann sogar über 100 FPS. Das ist schon krass. Ey, ist auch immer krass. Hat aber auch eine 3080, die ich immer noch will. Ich will immer noch eine 3080. Wenn man mir Beleidigungen schreibt,
kleiner Tipp, da wird man blockiert. Keine Ahnung, ob hier mal ein Mod drinnen ist. Kein Mod ist jetzt am schlimmsten. Aktuell. Ich bin alleine gestellt. Nein. Nein, kann mir mal jemand ein Mod helfen. Alle Beleidigungen werden auf jeden Fall geblockt. Und weißt, ich bin nett. Und nette Leute tun manche Leute auch mein Timeout geben. Und du kriegst jetzt ein Timeout auf. Guck doch mal im Chat, ey! Paul. Typischer Paul. Und du kriegst jetzt ein Timeout für 10 Minuten. Viel Spaß. Ich habe 10 Minuten eingestellt. Nicht 600 Uhr, 600 Sekunden können nur 10 Minuten sein. So, wer wir schon noch? Paul, moderier. Das wirst du aus dem Moderierungs Dinge rausgeworfen. It delivers 100 frames per second with RTX on and starts at $19.99. Für 2000 Euro gibt man so einen scheiß Laptop. Ich weiß, deswegen guck erst mal bitte. Achte jetzt mal so ein bisschen darauf. Today, nearly 3/4 of laptop gamers play esports. The resulting popularity of high refresh rate laptops continues to grow, doubling this past year. I'm excited to announce that over half of the new 30 series laptops will offer 240 Hz or higher refresh rates. With the performance of our GeForce RT. Guck mal, die Spiele schaffen auf einem Laptop, wir nennen es immer, oder ich sag immer noch Laptop, mit einer 3080 200 oder über 240 FPS und das ist schon krass. Overwatch 280 FPS, easy. Rainbow Six, easy. Element 265 FPS, easy. 260 FPS bei Fortnite, easy. Snack. Und das ist schon krass. Und das beim Laptop. NVIDIA kann es noch. Naja, vielleicht. Naja, 360 FPS sind die Monitore aktuell. Und das ist noch zu wenig dann im Endeffekt. Deswegen, ab 300 Hertz, 360 FPS, dann ist es krass. RTX 3080 laptop GPU, gamers will be able to play at 240 frames per second across top titles like Overwatch, Rainbow Six, Valorant, and Fortnite. And combined with NVIDIA Reflex, gamers can achieve sub 20 millisecond system latency, enabling them to play their absolute best. From videos to photography to 3D animation, the creation of digital content is exploding. NVIDIA Studio is our accelerated platform for creation. Ich habe weil jemand gerade gefragt hat, ich habe ein ganz normales Setup mit einer wir nennen es mal ganz normal, okay? AMD Ryzen 9 3900X mit einer 16 GB Arbeitsspeicher und eine GTX 1050 Ti OC und natürlich eine 4K oder MK, danke für den Follower. TP Stream ist tot. Aber nur bei Follower.
Ja moin. Ich habe nämlich eigentlich einen coolen Follower-Sound. Schade. Und eine Elgato 4K60 MK2. Creators, speeding up ray tracing and AI in over 50 applications, including Adobe Photoshop, DaVinci Resolve, and Blender. And monthly studio drivers bring new features, faster performance, and enhanced stability. Ja, aber auch wiederum nein. Der 3080 muss ich endlich haben, so langsam. Prozessor stark genug. RAM stark genug. Reicht für die Zukunft. Der Capture Card reicht. Zukunft ist da. Grafikkarte, keine Zukunft. Vergiss es. Nein. Die muss ich updaten. Die muss ich. So langsam. Since the launch of Studio in 2019, there have been over 100 purpose-built Studio laptops and desktops from every major OEM. NVIDIA Ampere architecture takes Studio laptops to the next level. Rendering is up to 5 times faster than Pascal. Video editors can work with 8K raw footage, use AI to simplify workflows, and reduce encode times by up to Mein PC rendert über die ganze Nacht und dann ist es erst fertig. Habe ich schon mal gerade gesagt. Wenn du nicht aufgepasst hast, dann spul einfach nachher, wenn der Stream ja online ist, tu einfach auf die Stelle spulen und dann guck dir das nochmal an. Habe ich eben gerade gesagt. Oder alle, die aufgepasst haben, können das ja im Chat schreiben. Aufgabe für euch. Also nur für mich. 75%. Artists have up to 16 gigabytes of graphics memory. Ich hab keine. Ich hab nicht. Nee. To work with huge assets across multiple apps at the Muss same ich mal time. machen. Muss ich mal machen. RTX accelerated Ah, nee, AI ich hatte Ausrufezeichen PC. will change the way creators work. For example, Adobe Photoshop recently introduced neural filters, which uses AI to quickly make complex edits to photographs. No. Adobe Premiere Pro Auto Reframe uses AI to convert landscape video to portrait while keeping the action front and center. In DaVinci Resolve 17, the new Magic Mask feature uses AI to speed up mask creation and tracking. NVIDIA Optics AI denoising in Blender cleans up noise on the fly, quickly resolving 3D images. 4 And NVIDIA Omniverse Audio to Face uses AI to animate unrigged 3D characters based solely on an audio source. A new nation, conceived in liberty, Okay. and dedicated to the proposition that all men are created equal. Today, we're introducing over 70 laptops from every OEM, our biggest launch ever. These are the world's fastest laptops. Die Laptops schaffen alle Raytracing und kommen ab den 26. Kann man die vorbestellen für gut 1000 Euro. Schaffen Gaming, schaffen alles, schaffen Studiosache, schaffen einfach. So gut 10 Minuten vorher. Wisst ihr, Leute, Pause machen wir mal gerade. Weil ich bin ja ein professioneller YouTuber und Stream Elements, stimmt's? Stream
Ich kann kein Stream mitschreiben. Kurz. Danke für die Bits. Paul. Mach nicht so oft. Was ist mit ihm? Mann! Ich mich gerade Tippi aber auch aus. Tippi, mach doch mal! Tippi Stream. So. Ja, Leute. Irgendwann merkt man das. Okay, bin mit meinem Account angemeldet. Schnauze, ja, wo war das? Mir geht's gut. Weil bescheuert du bist. Jetzt gucke ich mal gerade in Tipi rein. Wieso der das nicht macht. Das war hier, das glaube ich. Wieso macht er das jetzt nicht? Yeah! Okay. Wieso macht er das nicht? Starten. Hä? Okay. Grüße gehen raus. Nicht unbedingt bin ich dazu verpflichtet, ein Impressum zu haben. Nicht unbedingt. 20, bald 21. Okay. Geht jetzt. Geht wieder. Habe es gelöst. Guck mal. Euer guter Moderator Marcel ist da. Oh Mann, wieso finde ich das nicht? Ich hasse manchmal Stream Elements, weil es so unübersichtlich ist. So, alle, die jetzt folgen oder spenden, kriegen jetzt schön diesen Sound wieder. Aha. PC. Oh, ich mach's klein, bevor irgendjemand meckert oder rumheult. Okay. Weise 9. 3900. 3900. Wie war das? 3900X. Okay. Weise 9, 3900X. Danke für den einen Bit. Dann war ja noch eine 16 Gigabyte RAM und eine, halt die wichtigsten Sachen schreibe ich jetzt mal auf. Eine GTX 1050 Ti OC und eine, dafür muss ich da wieder
Elgato 4K60 MK2. Und jetzt könnt ihr alle, die nachfragen nach meinem PC-Setup, und das hoffe ich, dass das gleich einer mal macht, weil ich wissen will, ob es funktioniert. Könntet mal jetzt probieren, wer Lust hat. Nee. Testet das einer? Danke, Paul. Okay, es ist scheiße, aber egal. Habt ihr Verbesserungsvorschläge bei diesem Text? Paul? Ach, wer alles fragt, mit meinen Befehlen. Hier bitte, das sind die Befehle. Aussuche. Ja, könnte ich noch machen. Das ist schon. Ich muss gerade ausgebildet. Ja, voll. Ich kann das machen. Wie wär's? Ja, yes. Ja, die Maus sehr gut kennt. PC. Ja, so kann man das stehen lassen. So gefällt es mir. Ich könnte noch nachher schreiben, welches Netzteil, aber das kann ich alles nachher. Welches Netzteil, welche Mainboard ich habe aktuell und welche oder was ich halt für eine Kühlung verwende und welche RAM ich verwende. Halt, wie meine Kombi ist. Mache ich aber alles nachher. Paul, kannst du mir das gleich mal in Discord schreiben oder als Notiz mir schreiben? Danke. Paul, help me. Ich bin zu dumm, um mir irgendwas zu merken. So, wir gucken uns das jetzt mal weiter an. Okay, Paul. That give gamers and creators a huge variety to fit the right device for their needs. Available beginning January 26, with prices starting at $9.99. Let's take a look. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das einfach mal laufen lassen, gerade die paar Minuten, und dann hätte ich das gemacht. Ach, komm ey, kannst du Grüße gehen raus. Dass ich gleich mal weiter diese Liste abgehe, was ich halt alles habe und was nicht. Dass die Zuschauer das wissen. Dass ich halt alles gleich mal notieren muss noch. Im Stream Elements. Dass du mir das gerade schreibst, hey, vergesst es nicht, dass du gleich das alles noch notieren möchtest, was du für ein Setup hast und was nicht. Was geht? Nein, ich kenne dich leider nicht mehr. So lange her. At what they can do. Wie kann man das einstellen, dass wenn man den Bildschirm zuklappt, dass man einfach so zocken kann? Ich verstehe es nicht. Okay, relativ. Die meisten verstehen mich halt. Die meisten.
Ohne Witz, was alles heutzutage möglich ist mit einem scheiß Laptop. Aber das ist schon krass, finde ich. Sehr gut läuft das. Und die können das überall mitnehmen und dann können die überall zocken. Das ist schon krass. RTX is the new standard, and the momentum continues to grow. RTX ist einfach angekommen, Leute. RTX ist angekommen. With most of the installed base underpowered for the latest games, we're bringing RTX to... RTX ist nämlich on. Oder ist nämlich an. NVIDIA, wenn ihr eine Grafikkarte mir schicken wollt oder ein Gaming-Laptop, wäre froh. Ich würde dazu sogar ein Video machen. Freiwillig. Hi. every gamer with the GeForce RTX 3060. Finally, as more gamers are choosing laptops, we're launching a new generation of Und natürlich auch die Vor- und Nachteile bei Gaming reden. Ist ja klar. RTX laptops, ready to play the most demanding games. Thanks everyone for tuning in today, and as always, thanks to all of our fans for all their support. And before we go, Danke für we've die got neue one Folge. more treat for you. Was? Der Flugsimulator kriegt RTX. Oder Wait, where is he? Wie krass wird das Spiel noch? Und wie viel Gigabyte noch? Nein, spiele ich nicht. Man kann bald hier die ganze Welt in ein Spiel einfach nur entdecken. Das ist schon krass. Racerbook. Aber das geht mit jedem RTX.